würde sagen, wir starten gleich los und werfen wir einen ersten Blick in die TPA Connect App. Und vorweg noch gesagt, die TPA Connect App ist eine Web-Applikation, die sich automatisch an das Gerät, mit dem es angesteuert wird, anpasst. Das heißt, egal ob Sie einen Desktop-Rechner haben, ein Notebook, ein Tablet, Mobiltelefon, sie ist im sogenannten Responsive Design gestaltet und entwickelt und kommt deshalb immer sehr übersichtlich und strukturiert daher. Also starten wir los und stellen Sie sich vor, Sie werden von Ihrem TPA-Berater eingeladen, die TPA Connect App zu verwenden. Sie können bei der erstmaligen Anmeldung entscheiden und auswählen, ob Sie ein eigenes Passwort vergeben oder ob Sie einfach Ihr bestehendes, gewohntes Microsoft 365-Konto verwenden wollen oder ein Microsoft 365 Gastkonto von der TPA lösen. Unser Kunde heißt jetzt in dem Fall Karl Connect und Karl Connect möchte jetzt sich in die TPA Connect einloggen und zwar mit seinem Microsoft-Konto. Als nächstes kommt die Frage nach seinem Benutzer und Sie sehen hier, der Karl Connect, der ist bekannt, der war schon einmal im System, also klicken wir auf das Karl Connect Konto. Danach erfolgt die Sicherheitsabfrage mittels dem Microsoft Authenticator. Sie kennen das sicher aus Ihrem Umgang mit täglichen Passwörtern, das heißt, und auch aus Ihrem Online-Banking. Und weil die Sicherheit bei hochsensiblen Finanzdaten ja extrem wichtig ist, wie Sie alle wissen, und daher haben wir uns natürlich an den allgemein üblichen Sicherheitsregeln in der Finanzbranche orientiert. Das heißt, wir gehen da weiter und unser Kunde Karl Connect hat jetzt hier zwei Unternehmen, die Connect App GmbH und die Mustermann Portal & Co. KG. Hier entscheidet er nun, für welches Unternehmen er ansehen und welches er bearbeiten möchte. In dem Fall steigt er jetzt hier in die Connect App GmbH ein und der Karl Connect landet nun nach der Auswahl des Unternehmens in einem sehr übersichtlichen Cockpit. Übersichtlich, klar und aufgeräumt. Es ist eine gelernte Struktur, die Sie sicherlich von anderen usability-freundlichen Apps kennen. Die Startseite hat links eine Menüleiste und die zu den weiteren Kategorien und Anwendungen dann führt. Diese Kategorien sind Buchhaltung, Personalverrechnung, Zahlen und Fakten, Projekte, Berichte, Einstellungen und natürlich dann unser Chat Face-to-Face. Im Cockpit findet er, sofern die TPA für diesen Kunden die Buchhaltung erstellt, bereits erste Kennzahlen. Das heißt, das sind extrem wichtige Kennzahlen für sein Unternehmen hier, wie der Umsatz, das EBIT, der Umsatzverlauf, EBIT-Verlauf, aber er findet auch den Saldo des Steuerkontos. Und wenn er das weiterklickt nach unten, dann kommt er zu einem zentralen Punkt in der App. Und zwar zu den Kommunikationsmöglichkeiten. In der Rubrik Benachrichtigungen sind gesammelt an einem Ort alle Rückfragen zwischen Karl Connect und dem TPA-Berater, alle Nachrichten, also Korrespondenz zwischen Karl Connect und seinem TPA-Berater und alle Fristen und sowie die damit verbundenen Terminerinnerungen. Die Zahlen neben den Menüpunkten kennen Sie sicherlich aus anderen Kommunikationstools wie WhatsApp, Teams und die zeigen Ihnen an, wie viele offene Nachrichten bzw. Meldungen, Aufgaben vorliegen. Am Ende der Seite findet Karl Connect sehr übersichtlich aufbereitet und gebündelt sämtliche fachliche, steuerliche Informationen aus den vielen Newslettern, die TPA verschickt. Die Texte werden hier zur Verfügung gestellt, genauso wie alle Publikationen, die TPA übers Jahr veröffentlicht, also einmal eins der Steuern, einmal eins der Immobilienbesteuerung, Geschäftsführer und Jahresabschluss, also alles mit einem Klick zum Download bereit. Wenn Karl Connect nun in das Cockpit seines anderen Unternehmens wechseln möchte, wir erinnern uns, er ist ja noch für die Mustermann Portal & Co. KG zuständig, kein Problem. Er kann in der Unternehmensübersicht einfach auswählen und kann hier switchen auf das andere Unternehmen. Aber er bleibt jetzt hier in der Connect App GmbH. Und als nächstes schauen wir uns jetzt die Kategorie Benachrichtigungen ein wenig genauer an. Wir klicken auf Rückfragen. Und hier gibt es bei Karl Connect zwei Themenbereiche, zu denen es Rückfragen gibt, zwischen TPA und Karl Connect.
Das heißt, nehmen Rückfragen zur Buchhaltung und zur Personalverrechnung offensichtlich. Karl klickt jetzt hier auf den August. Und Herr Regner schreibt ihm jetzt hier, dass er im Zuge der Verbuchung der Belege vom Karl Connect eine Rückfrage hat. Und durch Klicken auf Beantworten wird auf die Frage geantwortet. Kennen Sie sicher alle aus klassischen Chat, muss man nicht separat erklären. Das heißt, Karl Connect geht hier auf Beantworten. Und ich möchte jetzt betonen, uns war ein hoher Komfort für die Benutzer wichtig. Das heißt, Priorität in der Entwicklung der App lag darin, dem Kunden immer die Möglichkeit einzuräumen, das zu besprechende Dokument direkt anzeigen zu lassen. Und die Korrespondenz dazu transparent und nachvollziehbar dem User anzuzeigen. Also keine Verweise mehr in E-Mails anhang, keine Attachments mehr an E-Mails. Und ich glaube, das darf ich sagen, mit Stolz, dass es uns gelungen ist und die ersten 100 Kunden geben uns dazu wirklich eine positive Rückmeldung und sagen, hey, der Aufwand beim Suchen von Dokumenten hat sich massiv verringert. Aber gehen wir jetzt zurück wieder ins Cockpit und sehen wir uns dort nochmal in der Kategorie Benachrichtigungen den Menüpunkt Nachrichten an. Das heißt, der Karl Connect hat von seinem zuständigen Buchhalter, der ist auch zufälligerweise auch der Andreas Bichler und auch für die Personalverrechnung zuständig, hat der Karl Connect jetzt hier eine Nachricht bekommen. Das heißt, er klickt da drauf und mit einem Klick auf den Andreas Bichler hier, seine Ansprechperson, sieht der Karl Connect alle Kontaktdaten von ihm und sieht gleichzeitig den gesamten Nachrichtenverlauf und so auch die letzte Nachricht. Sie kennen das sicherlich von anderen Anwendungen auf Ihren Smartphones oder Laptops. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins Cockpit. Und im Cockpit zurück sieht der Karl Connect nun, dass die Nachrichten erledigt sind und keine sogenannten Face-to-Face-Anfragen mehr vorliegen. Was gibt es hier noch zu sehen? Offene Fristen. Offensichtlich liegen 3 offene Fristen vor aus der Kategorie Buchhaltung und eine offene Frist aus den Projekten. Und da wartet etwas auf eine Freigabe offensichtlich. Das heißt, ich kann hier draufklicken und der Karl Connect kann nun eine Freigabe zu einem Projektdokument erteilen und mit Klick auf Freigeben natürlich auch ablehnen und selbstverständlich kann es das Dokument herunterladen und weiter anschauen und bearbeiten. Aber ich gehe jetzt wieder zurück auf das Cockpit und jetzt werfen wir einen Blick auf den Buchhaltungsprozess und den wir wirklich sehr strukturiert und allgemein verständlich in einen flüssigen Ablauf gebracht haben. Das heißt, ich gehe jetzt einmal auf Buchhaltung und der Karl Connect wird jetzt hier wirklich sprichwörtlich an der Hand genommen und Schritt für Schritt durch diesen Prozess geführt. Die Darstellung ist so einfach wie möglich und Sie wissen ja klassischerweise Buchhaltungsabläufe ist in der Regel Belege anliefern, verarbeiten oder Rückfragen durch TPA und das Ausliefern von fertigen Unterlagen. Der Karl Connect hat auch im Vorfeld mit seinem TPA-Berater die Belegtypen, also die Kategorien festgelegt und nun werden die richtigen Belege in die richtigen Kategorien übermittelt. Zum Beispiel hier unter Eingangsrechnungen. Ich kann sagen, Belege hochladen. Das geht so rasch und einfach wie bei Dropbox, nämlich mit Drag and Drop auch möglich. Und der Karl Connect hat jetzt hier 9 Dokumente, Belege hochgeladen und in einer Voransicht kann er kontrollieren, ob er jetzt die richtigen Dokumente von ihm ob er die richtigen Dokumente ausgewählt hat. Und er kann einen Kommentar mitgeben für seinen TPA-Berater oder eine Kostenstelle. Oder er kann einfach mit alle überspringen, weitergehen. Und selbstverständlich ist das Ganze auch mobil möglich. Das heißt, der Karl Connect kann mit seinem Handy ein Foto von der Rechnung oder des Beleges machen und diesen hochladen und kann dazu auch zum Beispiel eine mobile Scan-App verwenden. Und wenn Karl Connect mit seinem Geschäftspartner das nächste Mal essen geht und eine Bewirtungsrechnung hat, dann kann er diese gleich danach hochladen, das sofort dazuschreiben, mit wem er essen war. Und das ist ja, wie Sie alle wissen, fürs Finanzamt notwendig, das zu dokumentieren. Und wenn er dann weitergeht, sieht Karl Connect in einer Liste hier alle Unterlagen, auf die er jederzeit zugreifen kann und die er wieder abrufen kann. Und jetzt geht er wieder zurück auf die Übersicht
und hat hier zum Beispiel, kann seine Unterlagen laufend an die TPA schicken und in weiterer Folge die zuständige Buchhalterin zuständige Buchhalter kümmert sich dann um die weitere Erledigung. Und mit einem Klick jetzt hier unten auf die sogenannte TPA-Rakete wird alles übergeben zur laufenden Verwendung und Verarbeitung durch die TPA. Das heißt, er klickt da drauf, sagt an TPA übermitteln und bekommt dann eine Nachricht, dass die Daten erfolgreich übermittelt wurden. Diesen Status sieht Carl Connect dann auch in seiner Übersicht, das heißt übermittelt an, und somit ist die Staffel jetzt übergeben und er kann sich jetzt anderen Dingen, wichtigen Dingen widmen. Und jetzt wieder zurück in der Übersicht sehen wir jetzt hier die Freigabe von Dokumenten, die Carl Connect von seinem TPA-Berater gesendet werden, wie zum Beispiel die Umsatzsteuervormeldung, und mit einem Klick auf Freigeben ist die Umsatzsteuermeldung zum Beispiel freigegeben und ein Zeitstempel sorgt jetzt hier für die entsprechende Dokumentation. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns als nächsten Punkt die Personalverrechnung an. Hier liefert Carl Connect, in diesem Menüpunkt, liefert Carl Connect die Basisunterlagen für die monatliche Personalverrechnung. Das heißt, er kann auch hier in weiterer Folge dann auch noch Dienstnehmer an- und abmelden und auch gleichzeitig hier eine elektronische Personalakte führen und diese aber auch seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und eine weitere sehr interessante Grundfunktion ist, dass auch das Carl Connect den elektronischen Gehaltszettel über die TPA Connect App seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verteilen kann. Die Voraussetzung dafür ist lediglich eine gültige E-Mail-Adresse, und der Zugriff der App auf die App kann natürlich auch mittels Mobiltelefon von den Mitarbeiterinnen erfolgen. Das heißt, wenn wir jetzt weitergehen, ähnlich wie in der Buchhaltung hat der Carl Connect vorher mit seinem TPA-Berater die Dokumentenkategorien definiert. Er ladet hier nach dem gleichen Prinzip wie in der Buchungsanwendung die passenden Dokumente hoch. Danach klickt er auf an TPA übermitteln und alles weitere erledigt der TPA-Berater, und genauso gibt es wieder Auswertungen im Rahmen der monatlichen Personalverrechnung Retour über die TPA Connect App. Aber schauen wir uns jetzt einmal an, welche Dienstnehmer für Carl Connect arbeiten. Das heißt, er klickt auf Dienstnehmer, und der elektronische Personalakt ist ja ein sehr hilfreiches Instrument, wie Sie wissen, weil er eine Menge an Informationen beinhaltet und dadurch eine schöne Übersicht über die Personaldaten bietet. Carl Connect hat jetzt hier eine Liste von seinen Dienstnehmern. Mit Klick auf Kevin Bauer startet er die Personalakte und erhält einen Überblick. Und zu allen Personalstammdaten von Kevin Bauer jetzt hier zum Beispiel, ja, wie Vorname, Adresse und so weiter. Rechts da sieht er alle Gehaltszettel, die für den Mitarbeiter übermittelt worden sind, aber auch den Dienstvertrag von Kevin Bauer. Jetzt geht er wieder da zurück, und der Carl Connect kann aber sehr einfach und rasch neue Dienstnehmer anmelden oder Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, wieder abmelden. Wie macht er das? Er sagt, Dienstnehmer anmelden, und wieder haben wir uns bei der Konzeption der TPA Connect App an einer unbedingt notwendigen, intelligenten und angenehmen Userführung orientiert. Der Carl Connect wird somit klar, verständlich in Schritten durch den Anmeldeprozess geführt. Dienstvertrag, Meldezettel und so weiter können gleich bei der Anmeldung von Carl Connect mitgegeben werden. Die Personalverrechnung erledigt dann für den Carl Connect die weiteren Schritte, und mit einem Klick zurück kommt er wieder zur Übersicht. So, und nachdem Steuerberater den Ruf haben, sich den ganzen Tag nur mit Zahlen und Fakten auseinanderzusetzen, was natürlich nicht stimmt, schauen wir jetzt noch das Zahlenwerk des Unternehmens von Carl Connect etwas genauer an. Und dazu klickt er dann auf Zahlen und Fakten, um sich quasi den Gesundheitszustand seines Unternehmens anzusehen. Und zu Beginn verschafft er sich einen Überblick in der sogenannten Top-Sicht. Das heißt, er sieht, wie geht es seinem Unternehmen so allgemein. Er ist jetzt hier im Juni, wie ist der Gewinn vom
im Vergleich zum Vorjahr, zum Vormonat, wie ist der Verlauf seines Gewinns, und er sieht auch hier, wie hat sich sein Kontostand entwickelt oder verändert. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel noch schaut in der Buchungsansicht, mit einem Klick auf den Reiter Buchungsansicht, werden dann für den Carl Connect im Hintergrund die Kennzahlen seines Unternehmens aufbereitet und angezeigt. Und de facto, was das Herz begehrt: Umsatzerlöse, Deckungsbeitrag, Summe der Personalkosten, Verbindlichkeiten und so weiter. Und darüber hinaus gibt es jetzt hier auch noch Grafiken und Berichte, auf die ich aber jetzt an der Stelle nicht weiter eingehen werde, weil das den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Aber eine Anmerkung noch. Es ist für Carl Connect möglich, auf Basis des Zahlenwerks aus seiner Buchhaltung jederzeit eine Hochrechnung zu erstellen. Das heißt, in aller Kürze jetzt noch geschwind, er kann auf dem Menüpunkt Plan durch das Verändern bestimmter Parameter in relativ kurzer Zeit simulieren, wie sich seine Echtdaten verändern und sich darstellen dann in einer Hochrechnung. Aber Vorsicht, sagen die Kollegen dann aus der Steuerberatung, dieses Feature hat ein auf Zahlen und Fakten basiertes Fundament aber spielerischen Charakter, das heißt unter Umständen ein Suchtfaktor. Und last but not least schauen wir uns den Hauptmenüpunkt Projekte an. Für alle Kunden, die TPA noch nicht direkt bei der Buchhaltung oder bei der Personalverrechnung von der TPA unterstützt werden, gibt es hier unter Projekte die Möglichkeit, für den Carl Connect jetzt hier zum Beispiel, der nutzt alle Features des Projektmoduls, der TPA Connect App, unter anderem jetzt hier auch das Projektmodul. Und der Carl Connect kann seine wichtigen Daten mit der TPA austauschen und nutzt an dieser Stelle jetzt im Hintergrund technisch gesehen auch die Microsoft SharePoint-Technologie. Und das schafft wiederum die Basis, um tatsächlich gemeinsam am selben Dokument zu arbeiten, und hat den sensationellen Vorteil, unterschiedliche Versionen per E-Mail durch die Gegend zu schicken, ist mehr oder weniger vorbei. Und ein Vorgang, den vermutlich viele von Ihnen laufend täglich erleben, und der Carl Connect mag das nicht, und ich nehme an, Sie auch nicht, und weil es viel Zeit und Nerven kostet. So, jetzt schauen wir da mal weiter. Und im Bereich Projekte haben wir nach Wunsch von Carl Connect die Struktur der Projektordner jetzt maßgeschneidert angepasst. Die Berechtigungen sind speziell auf die Projekte abgestimmt und angepasst. Und der Carl Connect kann jetzt hier weitere Personen einladen, zum Beispiel einen Geschäftspartner, der ihm dabei hilft, sein Zinshaus zu verkaufen oder eine andere Transaktion zu begleiten oder schlichtweg seinen Steuerakt zu bearbeiten. Und schauen wir jetzt hier zum Beispiel unter Reporting an, was Carl Connect von Carl Connect hier freizugeben wäre. Er sieht hier den Hinweis, dass es eine offene Freigabe gibt. Und hier wartet zum Beispiel ein Dokument vom Zahlungsverkehr auf eine Freigabe. Er kann da draufklicken, und mit einem Klick ist jetzt klar im Hintergrund für den TPA-Berater, was zu tun ist. Wieder zurück in der Übersicht sieht Carl Connect, die Aufgabe ist erledigt, weil die Zahl bei Reporting verschwunden ist. Und als nächstes schaut Carl Connect, was sich im Projekt Transfer Pricing getan hat. Dazu klickt er auf Transfer Pricing. Und der Carl Connect sieht jetzt hier eine übersichtliche Struktur seines Transfer Pricing Projekts, die er gemeinsam mit seinem TPA-Berater zusammengestellt hat. Und an der Stelle ist er zufrieden, weil es offensichtlich noch keine Fragen zum Projekt gibt und notwendige Freigaben erst folgen. Und jetzt geht er wieder zurück in die Übersicht und schaut dann hier zum Beispiel unter Transaktionsbegleitung rein. Und dort klickt er zum Beispiel auf allgemeine Unternehmensinformation, und dort sieht der Carl Connect eine Liste mit Dokumenten, die er rechts mit dem Menüpunkt im Browser öffnen kann. Und voilà, der Carl Connect kann jetzt hier bequem seine Anmerkungen am Dokument machen und in das Dokument direkt einfließen lassen. Und der große Vorteil ist hier, dass alle berechtigten Personen am gleichen Dokument arbeiten und denselben Informationsstand haben. So,
Und mit einem Klick ist der Carl Connect jetzt wieder zurück in seinem Cockpit und er ist jetzt zufrieden, weil viele Dinge so rasch und einfach erledigt hat und alle wichtigen Dokumente auf einem Sitz zu finden hat. Und die Zusammenarbeit mit seinem Steuerberater ist so einfach und möglich und die Zettelwirtschaft ist jetzt für ihn vorbei und das Beste daran ist, dass die Möglichkeiten erst der Anfang sind und von einer sehr spannenden Reise der Vorteile der Digitalisierung und diese Digitalisierung in der Steuerberatungswelt angreifbar und spürbar bzw. lebbar zu machen, das ist und war unser Antrieb bis jetzt und das Beste ist auch, wir stehen aber jetzt erst am Anfang und es werden noch sehr viele interessante Features, Möglichkeiten, Anwendungen und Vorteile in der TPA Connect App in den kommenden Jahren möglich und Monaten folgen und wir hoffen, Sie bei dieser Reise mit an Bord zu haben. Ja, das war es jetzt einmal so von meiner Seite. Das war ein erster Streifzug durch die Features der TPA Connect App und es würde mich sehr freuen, wenn wir schon sehr bald über die TPA Connect App zusammenarbeiten. Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg.